It's gonna be cold. Mein Name ist Yusuf Paulsen. Hier bin ich aufgewachsen. Das ist mein Zuhause. Willkommen in København. Ja, zurück in der Heimat ist immer schön. Kopenhagen ist für mich halt einer der schönsten Städte der Welt. Gerade wenn es so ein Wetter ist, dann ist es richtig zum Genießen. Und klar, ich habe mein ganzes mein halbes Leben in Kopenhagen gehabt, mein halbes Leben in Leipzig. Und ja, das ist einfach schön, wieder hier zu sein. Ob ich Kopenhagener oder Leipziger bin, beides, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe jetzt trotzdem auch ein paar deutschen Gewohnheiten mich zugezogen und deswegen 100% Kopenhagener, glaube ich, bin ich auch nicht mehr. Früher war das halt immer so, dass man jedes Jahr sozusagen immer auf so ein Papier schreiben müsste, was willst du werden, wenn du groß wirst. Und ich habe immer drauf geschrieben, Fußballer. Ja, da ist meine Mama immer ausgerastet, weil sie gesagt hat, ja, du kannst ja nicht sicher sein, dass du Fußballer wirst und bla bla, du musst dich schon auch mal Gedanken machen, was sonst, wenn es nicht klappt und so weiter. Was sagt sie heute? Das sagt sie nicht so viel. Was soll ich sagen? Es hat ja geklappt. Also in der Zeit, wo ich dann Abitur gemacht habe und dann noch Elite-Fußball gespielt habe, das war schon hart. Das erste Jahr im Gymnasium, da war ich, glaube ich, 30% der Zeit weg, weil wir einen Monat zur EM gefahren bin und dann danach einen Monat zur WM mit der U17-Nationalmannschaft. Wir waren 3 von meiner Klasse zu der Zeitpunkt, die auch bei der U-Nationalmannschaft dabei waren. Und wir müssen dann zu dritt dann alles nachholen. Das Jahr danach, zweites Jahr und drittes Jahr, wurde es noch krasser, weil ich dann angefangen habe, mit den Profis zu trainieren. Wie ich auch gesagt habe, es war kein normales Sportsgymnasium, die haben einfach nur eine Vereinbarung mit der Schule gemacht, dass wir freikriegen dürften und dann selber oder mit Hilfe von der Schule halt nachholen müssen. Am Anfang hatten wir dann 2 Tage der Woche, wo wir trainiert haben, Dienstag und Donnerstag morgens. Und dann wurde ich dann langsam mit den Profis hochgerückt und hat dann jeden Morgen Training gehabt um 10, wo die anderen in der Schule waren. Und ja, da gab es wenig Zeit für irgendwas anderes als Schule und Fußball. Ich war schon jeden Tag 12, 14 Stunden unterwegs, also 7:30 morgens mit dem Zug und war dann 8:30 wieder abends wieder zu Hause bei meiner Mama und hat dann Abendsessen gegessen. Und das war mein Alltag 1,5 Jahre lang, 2 Jahre lang ungefähr. Ja, das ist eigentlich der Garten von einer Taubschule oder Schule für taube Leute. Warum auch immer das dann zu so einem Versammlungspunkt wurde, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber das wurde es auf jeden Fall. Mit Heuberg habe ich hier auch gekickt. Also seine Kumpels waren ja ein Jahrgang jünger als wir und deswegen, das war eigentlich der große Rivalisierung, sagen wir so, auf dem Platz. Und da ging's richtig zur Sache. Da gab es schon viele heiße Duells auf dem Fußballplatz. Ja, so mit meinem Papas Namen auf dem Rücken. Klar, der ist 99 gestorben und der war der Einzige, der irgendwas einfach Kleines mit Fußball zu tun hatte in meiner Familie. Und deswegen habe ich dann seinen Nachnamen, das ist mein Zweitname, dann auf dem Trikot genommen. Dann wollte ich mich auch ein bisschen unterscheiden von anderen. Paulsen ist ein relativ allgemeiner Name in Dänemark. Und ich wollte nicht einer von 7 sein, sondern 1 von 1.
Also jetzt sind wir gerade im Social, mein Café. Und wir sind auf die Idee gekommen 2016. Und ja, ich habe einen guten Kumpel, der überlegt hat, einen Café aufzumachen. Der hat mich dann gefragt und einen anderen gemeinsamen Kumpel von uns, ob wir zusammen das machen sollten. Dann haben wir einfach uns durchgeschaut, Lokalen, und haben Pläne gemacht. Und ja, dann ist diesen schönen kleinen Café dann daraus entstanden. Wir sind 2017 und 2018 nominiert worden für beste Café Kopenhagens und 2017 haben wir sogar gewonnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann auch nach meiner Karriere mehr Zeit dafür investiere. Und die Pläne werden auch, sagen wir morgen zu unserem Meeting, dann auch besprochen, was in den nächsten Jahren passieren soll. Das Nationalstadion sieht man leider nicht, aber das ist direkt hier dahinter, im Hintergrund. Das ist gleichzeitig das Stadion von FC Kopenhagen und direkt auf der anderen Seite ist mein erster Verein, BK Skjold. Das ist das Stadion von denen. Unsere Umkleidekabine waren hier, unter der Tribüne da. Da haben wir uns immer umgezogen, da sind wir hier entlang gelaufen, um drüben in den Park zu trainieren. Haben jeden Tag auf das Nationalstadion geguckt, mit das Ziel vor Augen. Genau. Ja, wir sind 4, die geschafft haben, hier drüben zu spielen. 2 haben für FC Kopenhagen aufgelaufen und 2 haben dann auch A-Nationalspiele hier drüben bestritten von einem kleinen Verein mit 16 Leute in der Truppe. Eine U10, 11, 12 Mannschaft. Und davon 6 Profi zu werden, ist schon besonders, sagen wir so. Jetzt sind wir langsam bei meinem Verein, alten Verein, Lyngby Boldklub. Godt at se. Har vi godt? Er det vel? Ja, hvad med dig? Ja, tak. Godt at se dig. I lige måde. Er det vel? Nej, mand. Ej, I flot i trøjen. Godt at se dig, mand. I lige måde. Gør det? Er det vel? Er det vel? Super. Just, godt at se dig, mand. I lige måde. Er det vel? Er det vel? Er det vel? Dejligt, mand. Den havde jeg helt glemt, den model der, mand. Ja, det er en gammel satan, altså. Fed farve. Ja, den er. Jeg kan godt lide den. Ja, jeg kunne lige skrabe den frem for bagerst i skabet, der var den et eller andet sted. Hier dahinter, da hängt alle Jugendspieler, die irgendwie durchgekommen ist zum Profis. Das sind alle die irgendwie in der Jugend und dann mindestens ein Profispieler. Da steht Alter und Profi-Debüt dann dahinter. Also. Mine damer og herrer, sæsonen går imod en kæmpe stjerne for Lyngby Boldklub og dansk fodbold, Yusuf Poulsen! Yusuf, velkommen hjem. Du må sige, så er der sommerferie fra Leipzig. Ja, jo tak. Og jo, du må meget gerne kalde det hjem, fordi at Lyngby er stadig en del hjem for mig. Nu er der jo ikke så mange af os, der har spillet Champions League semifinale. Men kampen i dag, det er en Champions League semifinale for os i Lyngby. Hvor meget følger du med i din gamle klub Lyngby? Jeg følger masser med. Jeg ser med hver eneste gang, jeg kan stort set. Jeg har fulgt mig også, jeg så dem live i sidste weekend i tv. Og jeg ved, hvor meget den her kamp der kommer til at betyde for hele klubben. Så det er også derfor, jeg har valgt at komme og se med live denne gang og støtte op om. Yusuf, da du spillede for 11 år siden, der var jeg salgsspiller. Den fik fuld skrald, og det gør den også i dag. Mine damer og herrer, fik I kæmpe bifald til Danmarks og Lyngby Boldklubs Yusuf Poulsen! Ja, selvfølgelig. Lyngby Boldklub! Tak for det, det var så let. Hej. Det er selvfølgelig. Så, det var så let. Ja, wir laufen gerade Lyngby Boldklubs Trainingsanlage entlang. Das ist meine alte Grundschule, oder nicht Grundschule, Gymnasium, wo ich mein Abitur fertig gemacht habe. Also gefühlt mein erstes Tor außerhalb des 16er habe ich hier geschossen, im GF Cup. Das erinnere ich auf jeden Fall sehr gut. Ich
habe immer gehofft und geträumt davon, Profi zu sein, aber trotzdem so dieses Gefühl zu wissen, dass man Profi wird, der kam eigentlich relativ spät bei mir. Also es gibt auch viele, die sagen, ja, ich habe schon eine Planung und weiß ganz genau da und zu dem Zeitpunkt will ich dann bei den Profis sein und so. Ich war nicht der größte Talent, auch noch nicht, wo ich bei Lyngby gespielt habe. Gab es andere in meinen Jahrgängen, die besser waren, viel besser waren, wo alle gesagt haben, die werden Profis. Das war bei mir eigentlich nicht der Fall. Deswegen, ich glaube, ich habe erst gedacht, oh, ich schaffe vielleicht Profi zu werden, wo ich mein Debüt gemacht habe drüben im Stadion. 2011 gegen AC Horsens. Bis dahin ja, wusste ich eigentlich nicht so mit meiner Karriereplanung, wie alles gehen sollten. Irgendwann habe ich dann, ja, glaube ich, letzten Spieltag vor Winterpause habe ich dann mein Debüt in der ersten Liga gemacht. Und wurde dann ab Winter dann komplett hochgerückt und habe jeden Tag mit den Profis mittrainiert. Und das war schon ja, was soll man sagen, das hat mich stolz gemacht natürlich, dann auf einmal auf dieses Niveau hoch hinzukommen. Für mich, glaube ich, für meine Karriere war es dann eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir dann in dem Jahr abgestiegen sind und in die zweite Liga runter. Klar, ich glaube, ich habe von 33 Spieltagen habe ich 31 von Anfang an gespielt, so mehr oder weniger. Und war halt so mein richtiger Durchbruch bei den Profis. Und dann ja, gab es schon Interesse von verschiedenen Clubs, weil ich dann auch bei der U18 und U19 Nationalmannschaft auf einmal auch angefangen habe, richtig zu performen und sowas. Ja, da gab es schon von Inland und von Ausland, auch natürlich von die Clubs in der ersten Liga dann auf einmal auch Interesse. Aber da hat langsam dann meine Karrierepläne dann angefangen. Rangnick hat mir schon viel erzählt, auch bevor ich zu Leipzig gewechselt habe. Also wir haben bis zu ein halbes Jahr davor, glaube ich, schon Gespräche gehabt. Eigentlich hatte die Planung, so wie es am Ende auch gegangen ist, hat er mir vorgeschrieben, dass wir zu dem Zeitpunkt waren die noch 4. Liga, da sage ich, wir steigen jetzt auf und dann kommst du zu uns und dann steigen wir nochmal auf. Dann haben wir ein Zwischenjahr in der 2. Liga und das steigen wir nochmal auf. Und irgendwann in der Zukunft dann werden wir europäisch und Champions League spielen. Das war sein Verkaufspitch. Und am Ende ist es ja, genauso aufgegangen, wie wir das damals gesagt haben. Så! Hvor skal du have det? Ja, det er ikke mig, der skal bestemme det. Ej, der kommer Danmark, tror jeg. Sådan. Hvor skal det være henne? Jeg tror gerne, man skal ud i Italien. Det er en storebror, men det... Ja, hvor skal det være henne? Hvor tror du det er bedst? Ud i Italien. Faktisk ud i Italien. Derinde i tallet. Ja. Skal vi lige holde den i luften så faktisk? Hvis du holder lidt stramt der. Sådan der. Så er det nemlig bedst. Sådan. Ja. Jo tak, jo tak. Du er blevet årets talent i Danmark i 2014. Du blev årets spiller i Lyngby Boldklub i 2013. Du skal overrække årets talent til spiller i Lyngby Boldklub. Hvad betyder det for en ung spiller som ham at få årets talent i Lyngby Boldklub? Det synes jeg, du skal spørge ham om lige om lidt, når han får overrækt den her store pris, fordi at blive anerkendt for det, man går og laver hver eneste dag, det er en fantastisk ting. Det får man ikke så meget af i fodboldverdenen, anerkendelse. Så man skal huske at nyde det, når man får det. Og Rasmus, han får den her gang, og jeg tror, at vi synes alle sammen, hele stadion skal sige stort tillykke til ham. Ja, jeg synes nemlig, vi skal rejse os op, fordi årets talent i Lyngby Boldklub, han spiller 5. Han hedder Rasmus Andersen! Tillykke. Tak.
ich mit mir selber reden könnte, wo ich klein war, ich würde nicht viel sagen, glaube ich, weil der kleine Junge hat schon sehr, sehr viel richtig gemacht, dass ich jetzt hier stehen kann und bis jetzt so eine Karriere gehabt habe, die ich jetzt habe. Deswegen will ich einfach sagen, glaub an dich weiter und dann wird es passieren. Lyngby får afsluttet. Det kan de selvfølgelig! Og det er Gytkær, og så en ripost! Sauer Magnusson! Den var igen ned til Magnusson! Men det er vanvittigt! Det er vanvittigt! Sikke en indskiftning! Sauer Magnusson! Ja, Vinder! Gudjonsen. Det skulle da lige mangle, at han også kommer på tavlen. Han kan også bare lave en assist til netop indskiftet. Tochi Chukwueze. Endnu en indskiftet spiller scorer for Lyngby. Godt at se dig. Lige måde. Let's go. Lad os gøre det. Let's go. We have known each other since we were 2. Something like that. Something like that. Went to kindergarten together, went to school together, and Played against each other in football. played against each other in football. Yeah, he was on the opponent team, The better club. the worst club, of course. When he's home, we always see each other and meet up, catch up. You're the first one I call when I come home. Yeah, exactly. Niklas is still my closest friend from Denmark. Let's say it like that. Well, I don't remember when you told me the exact time you should go to Germany, because it all happened very fast. But I remember being proud, being happy for you, and almost for the first 2 years I were more at your place than at home. I took every opportunity I had to take a plane or drive the car for 8 hours and then just come be there for 2 or 3 weeks. Sometimes spend all of my holidays just at yours. Many of our memories are pretty much me going to the matches alone and then waiting for him to practice or watching him practice. Very proud, and I don't think I have missed one national game at home. Even the last ones, I just broke my leg on a ski trip and I went there on my crickets just to watch him play. Still not recovered fully, but I wouldn't miss it for anything. The Red Bull cliff diving is sometimes, I don't know if always, but it has at least been from the top of that building. And when they are here with the Red Bull cliff diving, there are so many boats blocking the entire canal. Yeah, a lot of people just take the boats out and then throw the anchors here, and then being able to watch the cliff diving from close up. It's gonna be cold. Ska jag den dag? Ja. So, jetzt sind wir zurück am Hafen und ja, das war eine kurze Tour durch Kopenhagen. Das, was ja, meine Heimat auszeichnet, und ich hoffe, ihr habt es genossen und wir sehen uns dann nächste Saison.